Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und zwar ein P15S. Und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Bei dem Gerät ist es so, dass ihr einmal die Bezeichnung des Geräts hier unten links habt. Da kann man sehen ThinkPad P15S, das ist ein Gen 1. Und die genaue Modellbezeichnung, die findet ihr auf der rechten Seite. Und mit der Nummer findet ihr auch alle Ersatzteile super einfach bei uns im Shop. Generell kann man auch sagen, dass ein Displaytausch bei dem Modell sehr einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kommt dann an das Display dran. Und bei der Tastatur ist es so, die kann man auch einzeln tauschen, die kann man sogar direkt von oben tauschen. Und zwar sind da unter den Clickpads jeweils eine Schraube, die man lösen muss. Und da kommt man auch super einfach dran, wie man hier sehen kann. Und dann gibt es noch eine Schraube auf der Rückseite und zwar genau die. Auch die muss man lösen und dann kann man die Tastatur von oben aus dem Gehäuse nehmen und tauschen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und zu beachten ist hierbei, dass die Schrauben im Gehäuse bleiben, wie man hier ganz gut sehen kann. Die werden also nur gelockert und kommen nicht ganz raus. Ganz wichtig bei dem Gerät ist auch, dass man erst noch den SIM-Kartenhalter rausmacht, bevor man das Gehäuse versucht zu lösen. Sehr wichtig hier. Ich nehme hier eine Büroklammer dafür. Da kann man in die Öffnung rein und dann kann man die einfach rausziehen. Am besten merkt man sich noch, wie rum die drin war und dann kann man das Gerät öffnen. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Bei diesem Gerät kann man den Stecker einfach rausziehen
Man kann den dazu auch am Kabelbund fassen und dann mit ein bisschen Wackeln einfach rausziehen. So, was können wir noch sehen? Hier sehen wir den RAM mit einer Abdeckung. Da ist die SSD und das WLAN-Modul ist in dem Fall aufgelötet und sitzt hier. Und da wäre noch eine Option für ein LTE-Modul. Dann sehen wir hier noch den Lüfter und den Heatsink, der die CPU und GPU kühlt. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen, die auch alle mit M2 auf dem Akku selber markiert sind. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen. Danach muss man noch das Kabel trennen. Und das ist hier mit einem Kippschalter verbunden. Den klappt man zuerst nach oben, nicht einfach dran ziehen. Und dann kann man das Kabel aus dem Stecker ziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken, was manchmal ein bisschen friemelig sein kann. Dann den Stecker einfach wieder zuklappen. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. So, hier sehen wir die SSD und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen. Und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot, drückt sie leicht nach unten und dann kann man die wieder verschrauben. Den Lüfter kann man bei diesem Modell nur zusammen mit dem Heatsink tauschen. Und der wird auch nur von den Schrauben am Heatsink selber gehalten. Das heißt, diese Schrauben hier müssen raus. Und dann kann man den Lüfter samt dem Heatsink aus dem Gehäuse nehmen und natürlich das Lüfterkabel selber sollte man vorher natürlich auch noch trennen, aber insgesamt wirklich nicht sonderlich schwer bei diesem Modell. So, den Akku kann man jetzt mit dieser Öffnung hier auf diese kleine Noppe legen. Und dann wird der nach unten geschoben. Der schiebt sich da unter so eine kleine Ausbuchtung auf beiden Seiten und sitzt dann genau wo er soll und auch super fest. Und dann braucht man den nur noch verschrauben. Und ja, am Ende natürlich auf keinen Fall vergessen, auch das Kabel wieder zu verbinden. Da einfach darauf achten, dass das richtig drin sitzt. Sieht man hier ganz gut. Und ja, schon hat man das erledigt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Und ja, den SIM-Kartenhalter macht man auch wieder rein, genau in dieser Position. Und dann kann man das Gerät verschrauben und hat das auch geschafft. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.